San Francisco, Ecke Washington and Cherry, 4. Tat, Samstag, 11. Oktober 1969. Opfer, der 29-jährige Taxifahrer Paul Lee Stein. Irgendwie ist dieser Mord mir ziemlich nahe gegangen. Stein war ein Student, der sich nebenbei als Taxifahrer was dazu verdiente. Wie die vorigen Morde war auch dieser abscheulich. Aber hinzu kommt noch bei diesem Mord, dass er sich nicht nur begnügte, einem Menschen das Leben zu nehmen, sondern noch abartig genug war, ihm noch sein Hemd zu zerschneiden, nur um zu zeigen, dass er der Mörder ist. Wir springen zu der Tat. Ich zitiere wieder aus Robert Graysmiths Buch Zodiac. Der Fahrer stieg wahrscheinlich an der Ecke Mason and Gary Street ein und setzte sich auf den Rücksitz. An der Ecke Washington and Cherry Street blieb das Taxi stehen und der Fahrgast tötete den Taxifahrer mit einem Schuss in den Kopf. Der Mörder sprang aus dem Wagen und stieg vorne auf der Beifahrerseite wieder ein. Er hielt Steins Kopf in seinem Schoß, während er die Brieftasche des Toten an sich nahm und ein Stück von seinem Hemd abriss. Dann stieg er aus dem Wagen, ging um das Taxi herum und begann nun mit einem Lappen über die Tür an der Fahrerseite zu wischen. Nachdem er auch den Türgriff und den Rückspiegel gesäubert hatte, öffnete er die Tür, bewegte sich vor und wischte noch einmal über das Armaturenbrett. Dann schloss er die Autotür wieder und ging weg. Diese Szene beobachteten Jugendliche in dem Haus auf der anderen Straßenseite, die dann auch die Polizei benachrichtigten. Es sollte der folgenschwerste Patzer der Polizei in diesem Fall passieren, aber dazu kommen wir gleich. Am Taxi wurden blutige Fingerabdrücke sichergestellt. Auf dem Rücksitz lagen blutige Handschuhe, wahrscheinlich die des Mörders. Die Geldbörse und die Autoschlüssel des Taxifahrers waren verschwunden. Paul Lee Stein sollte bis heute das letzte bekannte Opfer des Zodiac Killers gewesen sein. Tatanalyse Washington and Cherry. Der Killer sollte vorerst das letzte Mal in Erscheinung treten, und das aus gutem Grund, denn er wurde bei seiner Tat von Teenagern beobachtet und hatte zudem noch ein unfassbares Glück, was auf ein Missverständnis der Polizei zurückzuführen ist. Die Aufmerksamkeit, die er wünschte, die sollte er kriegen. Nach dieser Tat verschickte er Dutzende Briefe an die Medien, vor allem an den San Francisco Chronicle, die erste schon 3 Tage nach dem Mord an Paul Stein. Als Beweis legte er ein blutbeflecktes Stück seines Hemdes bei, was ihn als den Täter identifizieren sollte. Einen Monat später gingen 2 weitere Briefe beim Chronicle ein. Der erste am 8. November, welches einen Code enthielt, der bis heute ungelöst ist. Und der zweite am 9. November, in dem der Killer sich zu der Tat und einigen anderen Sachen noch äußert, unter anderem einer selbstgebastelten Bombe. Diesen Text werden wir jetzt analysieren. Die Informationen, die für diese Tat relevant sind, fasse ich kurz zusammen. Oder besser gesagt, gebe es mit den Worten des Absenders wieder. Ich sehe nur dann aus wie auf der Beschreibung, wenn ich mein Ding durchziehe. In der übrigen Zeit sehe ich ganz anders aus. Ich werde euch nicht verraten, woraus meine Verkleidung besteht, wenn ich töte. Er bezieht sich hier auf das Phantombild, das nach der Aussage der Teenager angefertigt wurde. Die Angst, wiedererkannt zu werden, ist wahrscheinlich groß, denn überall in den Medien, an jeder Polizeistation, quasi an jeder Ecke hing sein Phantombild. Dass er vorgibt, normalerweise anders auszusehen, ist daher nicht verwunderlich. Bis jetzt habe ich keine Fingerabdrücke hinterlassen, auch wenn die Polizei etwas anderes behauptet. Beim Morden trage ich transparente Fingerüberzüge. Das sind 2 Schichten Flugzeugklebstoff, mit denen ich meine Fingerspitzen überziehe. Ziemlich unauffällig und sehr effektiv. Und fügt noch hinzu, falls Sie sich fragen, warum ich das Taxi abgewischt habe, ich habe falsche Spuren für die Polizei hinterlassen, damit sie ihn nachjagt. Wie man so sagt, ich habe den Polizisten ein bisschen was zu tun gegeben, um sie glücklich zu machen. Es macht mir Spaß, die blauen Schweine zu ärgern. Auch hier sehen wir, dass er sich gezwungen fühlt, eine Erklärung abzugeben, wieso die gefundenen Fingerabdrücke nicht von ihm stammen können. Angeblich, weil er beim Mord transparente Fingerüberzüge trägt. Und auch das Taxi soll er nur abgewischt haben, weil er falsche Spuren hinterlassen wollte. Das sind eigentlich psychologische Eingeständnisse eines verwirrten ängstlichen Mannes, der dadurch ungewollt zugibt, dass es seine Abdrücke sind. Denn wieso sollte man zuerst falsche Spuren hinterlassen und danach damit prahlen, dass man nur die Polizei damit aufs Kreuz nehmen wollte?
Für ihn wäre es doch ideal, falls die Abdrücke nicht von ihm sind, dass die Polizei jetzt falsche Spuren hat, die sie für seine halten. Zudem wurden ja noch blutige Handschuhe im Taxi gefunden, die höchstwahrscheinlich ihm gehörten. Also Handschuhe und darunter Schutzschicht an den Fingerspitzen klingt nicht wenig glaubwürdig. Meine Mordwerkzeuge habe ich im Versandhandel gekauft, bevor das Verbot in Kraft getreten ist, bis auf eines, und das wurde in einem anderen Bundesstaat gekauft. Robert Graysmith klärt uns in seinem Buch Zodiac auf, was gemeint ist. Der Federal Gun Control Act von 1968 verbot den Versand von Waffen und Munition sowie den Ladenverkauf an Einwohner anderer Bundesstaaten, psychisch gestörten Personen und verurteilten Verbrechern. Auch mit Waffen und Gesetzen kennt er sich also aus, was wir in seinen Profil hinzufügen können. 2 Bullen haben Mist gebaut. Ungefähr 3 Minuten nachdem ich das Taxi verlassen habe, ich ging den Hügel hinunter zum Park, als ein Streifenwagen anhielt und einer von ihnen mich ranrief und fragte, ob ich in den letzten 5 bis 10 Minuten jemanden gesehen hätte, der sich verdächtig oder seltsam benommen hat. Und ich sagte ja, da war dieser Mann, der mit einer Waffe herumfuchtelte, und die Bullen gaben Gas und bogen um die Ecke, wo ich sie hingeschickt hatte. Und ich verschwand 1,5 Blocks weiter im Park und wurde nie mehr gesehen. Als die Teenager die Polizei benachrichtigten, passierte bei der Aufnahme ein verhängnisvoller Fehler, die den Killer womöglich vor der Verhaftung rettete. Während die Kids vermutlich den Killer als schwarz gekleidet beschrieben, verstand der Polizist am Telefon, dass der Killer ein Schwarzer wäre und gab das auch so über Funk an die Polizisten weiter. Als später die Täterbeschreibung korrigiert wurde, dass es sich nicht um einen schwarzen, sondern um einen weißen Verdächtigen handeln soll, merkten die Polizeibeamten, dass ihnen der Killer womöglich durch die Lappen gegangen war. Später jedoch, warum auch immer, bestritten die beiden Beamten, dass sie mit so jemandem gesprochen hätten. Wieso aber der Zodiac in dieser Angelegenheit lügen sollte, ist mir unklar. Er bestand sogar darauf, dass der Teil im Brief mit den Polizeibeamten veröffentlicht werden soll, weil manchmal einige Sachen aus Ermittlungsgründen zurückgehalten wurden. Deshalb kann ich die widersprüchlichen Aussagen der Polizeibeamten hier nicht nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist der Killer ihn entwischt und sollte erstmal für eine lange Zeit nicht mehr in Aktion treten. Täterbeschreibung Washington & Cherry. Beschreibung der Teenager: trug eine Brille, stämmig gebaut, 25 bis 35 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß, mit rötlichem oder blonden Bürstenhaarschnitt. Beschreibung der 2 Polizisten: 35 bis 45 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß und mindestens 90 Kilogramm schwer, hatte kurzes braunes Haar mit rötlichem Schimmer und trug eine Brille. Der stämmige Mann kam diesmal ins Schwitzen, denn der Mord ist nicht so gelaufen, wie er es geplant hatte. Bisher hat er nur Pärchen aufgesucht, jetzt bricht er das Muster, indem er eine einzelne Person, den Taxifahrer Paul Lee Stein, erschießt. Das ist nichts Außergewöhnliches bei Serienkillern, dass sie ihre Vorgehensweise ändern. Grund dafür könnte sein, dass die Zeitungen vielleicht ein psychologisches Profil von ihm veröffentlichten, dass er nur Pärchen in abgelegenen Stellen überfällt, er jetzt sozusagen dieses Muster bricht, um zu zeigen, dass er entscheidet, wie und wen er tötet. Bei einem Serienkiller namens Lucifer William Lester Saffe war das zum Beispiel der Fall, auch das Monster von Riverside genannt. Er hatte weiße Prostituierte umgebracht, dann veröffentlicht die Zeitung ein psychologisches Profil, in dem sie schrieben, dass der Killer ein Weißer sein muss, weil Serienkiller nur Menschen in ihrer eigenen Hautfarbe umbringen. Daraufhin brachte er eine Dunkelhäutige um zu zeigen, dass er die Opfer aussucht. Bei Zodiac könnte es genauso gewesen sein. Ich glaube aber eher, dass es ihm egal war, wen er umbrachte. Er war auf den Geschmack gekommen zu morden. Wie konnte es jedoch sein, dass ein Killer wie er, der bisher so souverän auftrat, so ins Schwitzen kam, dass er Fingerabdrücke hinterließ? Und was haben die Handschuhe auf dem Rücksitz des Taxis zu bedeuten? Er steigt also in das Taxi ein, gibt sein Fahrziel an, wo er aussteigen möchte. Der Taxifahrer Paul Lee Stein notiert sich das in sein Fahrtenbuch und fährt los. Am Ziel angekommen, sagt der Fahrgast, dass er noch einen Block weiterfahren möchte.
Warum auch immer. Vielleicht, weil er dort jemanden gesehen hat und die Tat dort nicht begehen konnte. Ist auch nicht relevant. Paul Stine fährt weiter und hält an der Ecke Washington & Cherry an. Dann zückt der Zodiac seine Pistole und schießt den Taxifahrer in den Kopf. Bisher verläuft fast alles so wie es geplant hatte. Als er aber versucht, das T-Shirt des Taxifahrers zu zerschneiden, macht er einen Fehler, auf die dann weitere Fehler folgen sollten. Und zwar beugt er sich über den Sitz vor, zieht seine Schere aus der Jackentasche und merkt dann, und das hat er wahrscheinlich nicht vorher zu Hause ausprobiert, dass seine Finger gar nicht in die Löcher reinpassen. Das ist jetzt eine kleine Schere. Selbst wenn er aber eine etwas größere Schere dabei hätte, mit breiteren Löchern, wäre es für ihn trotzdem nicht ganz einfach gewesen, seine Finger in die Löcher reinzukriegen. Denn, wie wir wissen, war er ja ein korpulenter Mensch und dementsprechend dick mussten auch seine Finger gewesen sein. Weil er aber keine Fingerabdrücke hinterlassen will, versucht er es weiter. Entweder hat er dann eingesehen, dass er es mit den Handschuhen nicht hinkriegt, oder aber ihm ist die Schere aus der Hand gefallen. Denn, wie wir sehen, können wir die Schere kaum so stabil halten. Geschweige denn damit etwas zerschneiden. So oder so zieht er die Handschuhe aus, öffnet die Tür und steigt vorne auf der Beifahrerseite wieder ein. Seine Hände sind jetzt voller Blut. Egal was er anfasst, Spiegel, Armaturenbrett, Türgriff, überall hinterlässt er seine Fingerabdrücke. Er versucht zwar seine Spuren wegzuwischen, vielleicht sogar mit dem T-Shirt des Taxifahrers, was er mittlerweile zerschnitten hat, kriegt das aber nicht alles auf die Schnelle weg. Denn er steht unter enormem Zeitdruck, weil er ja auch schon zu viel Zeit am Tatort verbracht hat. Da er wahrscheinlich wusste, dass er nicht alle Beweise verschwinden lassen konnte, nahm er die Autoschlüssel und das Portemonnaie des Taxifahrers mit, um es dann wie ein Raubmord aussehen zu lassen. Später aber hat er die Tat trotzdem für sich in Anspruch genommen, wahrscheinlich weil er sich wieder sicher fühlte, nicht erwischt zu werden und er zu viel Arbeit in diesen Mord reingesteckt hatte. Der Mörder sollte nach dieser Tat mit Drohungen in seinen Briefen die Menschen, vor allem die Presse und Polizei beschäftigen, bevor er dann noch einmal in Erscheinung trat. Er hatte sein Ziel erreicht. Die Leute wussten jetzt, wer der Zodiac-Killer ist. Er war das Gesprächsthema in San Francisco. Viele machten sich auf die Suche nach ihm. Viele glaubten zu wissen, wer der Zodiac-Killer war. Das Geheimnis um seine Identität aber ist bis heute nicht gelüftet. Täterprofil Washington & Cherry. Geschickte Tarnung. Als die Polizei ihn ansprach, ließ er sich nichts anmerken. Viele wären wahrscheinlich in so einer Situation weggerannt und hätten somit die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen. Nicht aber unser Killer hier, der sie sogar auf die falsche Fährte schickte. Das ist auch das Beängstigende an dieser Person, dass er bei seinen Taten nie die Kontrolle verlor, sondern auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf behielt. Selbst die Mitnahme des Portemonnaies von Paul Stine, um einen Raub bei einer eventuellen Festnahme vorzutäuschen, zeigt, wie scharfsinnig er sogar unter Stress denken konnte. Ortskenntnisse. Trotz großer Polizeipräsenz konnte er sich schnell vom Tatort entfernen, musste sich also in der Gegend sehr gut auskennen, wie auch bei allen seinen Taten bisher. Intuitive Entscheidungen. Als sein Plan nicht hundertprozentig aufging, hatte er blitzschnell andere Maßnahmen ergriffen, obwohl er keinen Alternativplan hatte. Das spricht für einen Menschen, der spontane Entscheidungen treffen kann oder vielleicht sogar berufsbedingt manchmal spontane Entscheidungen treffen muss. Kannte sich mit Waffengesetzen aus. Haben wir ja bei der Tatanalyse festgestellt, wusste wann welches Verbot in Kraft trat, um dementsprechend, so wie es bezeichnete, seine Mordwerkzeuge zu besorgen. Damit hätten wir schon fast 80% des Täterprofils abgeschlossen. Wir haben jetzt eine ungefähre Vorstellung vom Täter, aber um das endgültige Täterprofil zu bestimmen, müssen wir auch die restlichen 20% berücksichtigen. Erst dann können wir exakte Rückschlüsse über den Killer ziehen, aber das Licht am Ende des Tunnels ist schon in greifbarer Nähe.